Biwakfliegen oder auch bekannt als Wollbiff, was ist das? Auflaufen und fliegen, bis es Abend wird, dann irgendwo biwakieren und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Ich wollte das mal ausprobieren. Okay, wenn alles gut kommt, wird das die erste Folge einer Serie. Was in dieser Serie so alles vorkommt, das weiss ich selber nicht so genau. Vom Biwakfliegen habe ich nämlich keine Ahnung, aber es reizt mich der Gedanke, so im Stil von X-Alps einfach von einem zum nächsten Ort zu fliegen, irgendwo unterwegs übernachten und nicht in der Luft immer daran denken, wie komme ich heim, sondern wie komme ich dann zum nächsten Ort weiter. Wirklich angefangen hat das Abenteuer noch nicht. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob das dann auch alles wird klappen, aber irgendwie muss es ja auch noch ein bisschen spannend bleiben. In diesem Video geht es jetzt mal um 3 Sachen. Erstens mal die Idee, was habe ich vorzumachen, dann das Material, wie ich mir das alles zusammengestellt habe und der erste Test, den ich jetzt kürzlich gemacht habe. Also, was meine Idee ist, weiss ich eigentlich gar nicht so genau. Auf eine Art ist meine Idee eben auch gerade gar nicht so viel zu planen. Aber ich kann ja mal sagen, was für mich eigentlich klar ist. Und zwar möchte ich Ausrüstung dabei haben, für das ich fliegen kann, für das ich übernachten kann und für das ich das alles filmen und dann auch unterwegs schneiden kann. Das heisst, ich habe Kameras dabei, ich habe Powerbanks dabei und ich habe ein Notebook dabei. Dann kann ich einfach mal los und unterwegs alles dokumentieren. Und wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr mache oder das Wetter schlecht wird, dann hocke ich mir in einen Kaffee und das Zeug schneiden. Also die Idee wäre von dem her, dass ich irgendwann mal länger unterwegs wäre, aber mit dem fange ich natürlich nicht gerade an. Die warme Jahreszeit geht auch langsam vorbei, von dem her habe ich auch das Gefühl, die längere Geschichte, das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr länger, man weiss ja nie. Aber den ersten Test über 2, 3, 4 Tage werde ich auch den nächsten Mal machen. Was die Route angeht, weiss ich eigentlich noch weniger, ich habe mir dort schon viele Gedanken gemacht. Irgendwie die Grenzen an die Schweiz umrunden war eine Idee, aber so im nördlichen Bereich könnte es echt noch schwierig werden, wenn ich nicht alles laufen will. Schweizer Durchquerung von West nach Ost war so eine Idee, oder der Jura herab. Aber das ist vielleicht gar nicht so weit, für wenn ich lange unterwegs sein will. Wenn ihr mir dort noch eine Idee habt, dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn alles klappt, werde ich für meinen ersten Test mal probieren, vom Ungerwallis ins Engadin zu kommen. In erster Linie geht es mir aber um das Erlebnis. Das Erlebnis, einfach mal draussen zu übernachten. Das Erlebnis, mehrere Tage am Stück mit dem Gleitschirm unterwegs zu sein. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, man hat ein anderes Mindset, wenn man auf diese Art fliegt, und auf das habe ich Bock. Im Gegensatz zu den X-Alps geht es mir aber auch nicht in erster Linie darum, möglichst schnell, möglichst weit zu kommen, sondern einfach ein gutes Erlebnis zu haben. Von dem her will ich mich auch nicht stressen und wenn ich nicht mehr mag, dann vielleicht auch mal einen Tag Pause machen, die ich dann nutzen kann zum Videoschneiden. Für das ich mit dieser ganzen Geschichte überhaupt mal anfangen konnte, musste ich aber zuerst mal noch Material organisieren und das war gar nicht so einfach. So, das wäre jetzt mein Material. Und so sieht es aus, wenn ich auch noch drauf bin. Und jetzt kommt der Teil, wo leider mein Kopf zwischendurch ein bisschen abgeschnitten ist. Sorry für den, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es wäre mir einfach zu mühsam gewesen, das nochmal aufzunehmen. So das ist also jetzt alles meine Ausrüstung, die ich vorhabe mitzunehmen. Jetzt wollte ich grundsätzlich schauen, dass ich nicht allzu viel neues Zeug kaufen muss, sondern möglichst viel mit dem fahren kann, was ich schon habe. Jetzt haben wir hier mal meinen alten Gleitschirm, das ist der Gin Explorer. Der ist ziemlich leicht, das ist schon mal gut und der geht nur bis 95 Kilo. Das ist von dem vom Gewichtsbereich her eigentlich perfekt, wenn ich Ende nicht allzu schwer unterwegs bin. Das Hauptproblem von dem ist, dass er nicht so schnell ist. Zum Thermikdrehen ist er nämlich ziemlich geil. Aber irgendwo muss ich dann halt ein bisschen Abstriche kaufen. Dann habe ich das Lightness 3. Das Lightness 3 ist nicht unbedingt das leichteste Gurtzeug. Wenn ich Gewicht sparen will, könnte man da natürlich mit einem leichteren Gurtzeug noch mehr rausholen, aber das ist dann schnell auch mal ein grösserer Kostenpunkt. Und eben, das ist halt so das Ding, ich weiss noch nicht so genau, wie mir das Wollbiff wird gefallen. Von dem her wollte ich jetzt zuerst mal nicht allzu viel Geld ausgeben für etwas, wo ich noch gar nicht weiss, wie viel es dann wieder machen. Jetzt bei dem Lightness ist eben das Problem in diesem Rucksack hier. Da hat es extrem wenig Platz. Und wenn ich so viel Material mitnehmen will, ist das ein bisschen ein Problem. Aber für das gibt es zum Glück eine Lösung. Wenn man nämlich hier schaut, zwischen Beisack und Sitz hat es da unten so einen Reissverschluss, jetzt können wir den auftun. Und dann hat es den Protektor drin. Jetzt können wir den raus. So, das brauchen wir jetzt noch nicht. Und jetzt können wir den Schlafsack nehmen. Das und jetzt Schlafsack. Den musste ich extra kaufen, weil die Schlafsäcke, die ich habe, die sind riesig. Da habe ich keine Chance, die mitzunehmen. Das ist ein synthetischer, den man einigermaßen gleich zusammenpacken kann, weil da unten war mir ein bisschen teuer.
Der ist halt gleich ein Kilo, aber immerhin kann man ihn kompakt zusammen tun und er hat ziemlich warm. Zelt, das ist eine spezielle Sache. Da hat mir ein Kollege einen Tipp gegeben, das habe ich auf AliExpress bestellt, hat etwa 130 Stutz gekostet. Das ist 760 Gramm. Man stellt es auf mit den Wanderstöcken. Von dem her braucht es keine Zeltstange, da spart man noch ein Griff und es ist eben ein volles Zelt und nicht einfach nur so eine Plache oder etwas. Und dann haben wir da noch ein Mäppchen, ein Licht. Und da sind wir eigentlich für die Nacht ausgerüstet. Nicht vergessen, ganz wichtig, ein Küsschen. Dann können wir den Eisverschluss wieder zutun. Jetzt können wir sich natürlich fragen, wie das ist. Jetzt haben wir hier zum Fliegen unter dem Sitz ein ganz anderes Material als der Protektor von vorher. Ist das ein Problem? Das habe ich natürlich zuerst mal noch testen. Das sieht man im nächsten Kapitel im Test. So, dann haben wir die Sachen dann mal verpackt. Dann haben wir hier ein Cockpit. Normalerweise fliege ich ja mit einem Tablet. Das war mir jetzt ein bisschen zu schwer zum Mitnehmen. Jetzt habe ich mir eine Handyhülle bestellt für mein Handy. Das kann man hier rein tun. So. Und dann kann ich mit dem fliegen und dem XC Tracer, mit dem sollte ich eigentlich tiptop klar kommen. Der Rucksack von meinem Lightness war komplett kaputt. Und zwar, hier war die ganze Seite aufgerissen, die andere Seite wieder. Ich habe jetzt zuerst so ein bisschen hausmässig ein Stöffchen reingenommen. Ich hoffe, das habe ich dann. Das werden wir einfach herausfinden. Ich habe jetzt mal beim ersten Test das Gefühl gehabt, das sieht ziemlich gut. Auch sonst sieht das Teil nicht so geil aus, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so ein Problem. Ich wollte einfach mal möglichst simpel fahren und ich habe das Gefühl, das Teil tut es eigentlich. Gäbig ist der Rucksack nämlich schon. Das ist nicht so stabil. Dann haben wir da ein Blättchen, das rein muss. Dann haben wir das Gutzeug. Das ist schon gut so. Das oben drauf. So. Aber man sieht, mit dem ist noch lange nicht alles verrückt. Jetzt haben wir hier für das Notebook, dass das Ganze immer trocken bleibt, so einen Beutel. Das rein tun. Und das haben wir schon schnell. Das ist der Abschluss. Nein, komm, wieder. Und also, was man tut, ich muss auch sehr schnell wieder. Und dann das Material ganz wichtig, dass da hier irgendetwas kaputt geht. Das Panzertape, mit dem kannst du einfach alles flicken. Das ist fantastisch. Jetzt haben wir hier so eine Waage. Jetzt schauen wir mal, was die anzeigt. Jetzt sind wir bei 93 Kilo mit Rucksack. Jetzt haben wir ohne Rucksack 74. Das heisst, wir haben 19 Kilo in diesem Rucksack. Das ist verdammt viel. Ja, ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob das gut kommt. Aber wir werden es sehen. Und wie das Material so im Detail aussieht und funktioniert, das sehen wir eben in der ersten Realität. Und für das müssen wir den eben testen. Ich wollte noch schnell ein Video fertig machen. Und noch so schnell ein Video fertig machen kann ja auch gerne mal ein paar Stunden gehen. Ich wollte an diesem Tag unbedingt meinen Test noch machen, bis ich aber endlich dafür nachher war, war Mitte Nachmittag. Ich hatte das Gefühl, meine beste Chance noch Thermik verwutschen sei etwa auf der Schwänge matt. Bis ich dann aber endlich zu Niederbippen war und dann loslaufen konnte, war es auch schon 5 Uhr. Beim Haufen ist mir dann auch noch aufgefallen, dass es von Önsingen eigentlich näher wäre und für das hätte ich erst noch weniger weit Zug fahren müssen. Aber ja, schön war das wirklich trotzdem.
So, Sarah, ich bin ein bisschen spät dran. Wegen dem läuft mir da der Schweiß das Gesicht ab in den Pech. Ich bin hier am Auflaufen auf die schwere Matte. Für meine Wallbeef-Ausrüstung mal zum ersten Mal zu testen. Für wirklich einen Wallbeef zu machen, für noch an einem gescheiten Ort herzukommen, bin ich wahrscheinlich zu spät. Die Hoffnung nicht ganz aufgeben, aber mir geht es in erster Linie mal darum, zu testen, ob das Zeug so fliegt, wie es soll. Der Explorer ewig nicht mehr geflogen. Ob ich mit dem noch klarkomme. Ob man mit dem Gewicht rauflaufen kann. Und die Stöcke. Ich bin sonst eigentlich nicht so der mit Stöcken raufläuft. Aber wenn mein Zelt mit einem Stock funktioniert, und mir Kollegen auch immer wieder gesagt haben, das sei gut, jetzt muss ich das halt mal so machen. Mal schauen. Also, ja, ich hatte so keine Zeit mehr gehabt, Selfie-Stick vorzunehmen, muss jetzt raufkommen. Ich würde sagen, wir sehen uns hier oben. Ein Hike and Fly auf die schwere Matte ist eigentlich nichts so wahnsinnig Spezielles. Und wenn es nur um das geht, würde ich auch kein Video darüber machen. Klar, ziemlich schön ist es natürlich trotzdem. Und abgesehen davon, dass ich meine Ausrüstung testen wollte, wollte ich auch mal noch schauen, wie man das Auflaufen so im Video bringen kann. Also einerseits, wie ich es filmen kann und andererseits auch, wie ich es nachher zusammenschneiden kann. Das ist also gleichzeitig auch noch so ein Sneak Peek für zukünftige Wallbeef-Videos. Und hier kommen jetzt die Kühe. Und die Kühe haben mich einfach alle die ganze Zeit angeschaut. Ich müsste jetzt schnell die Kopfbewegung von denen verfolgen. Ich habe es noch recht witzig gefunden. Ursprünglich hatte ich eigentlich auch vor, meine erste Übernachtung an diesem Tag schon zu machen. Für das wäre ich aber gerne zuerst ein Stück weit geflogen und dann irgendwo an einem etwas einsamen Ort reingelandet, vielleicht noch ein bisschen raufgelaufen. Aber hier war es eigentlich ziemlich klar, dass das nichts mehr wird. So ist der erste Versuch halt nur ein Hike and Fly mit leicht übertriebenem Gepäck. Weil wenn ich schon Biwak fliege, dann will ich auch schon am ersten Tag fliegen und nicht nur biwakieren. Holy shit, ich mag nicht mehr. Ich bin am Anfang viel zu schnell gelaufen, weil die Strecke ein bisschen unterschätzt habe und jetzt bin ich komplett kaputt. Die Schultern tun weh. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert mit dem Gewicht. Das sind fast 20 Kilo. Aber ich bin jetzt fast oben immerhin. Jetzt muss ich schnell den Rucksack abstellen, dann geht es noch die letzten paar Meter. Ja, mal schauen, was das wird. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Hat deutlich länger gebraucht, als ich gedacht habe. Aber es ist ziemlich schön.
Der Wind steht perfekt an. Aber die Sonneneinstrahlung ist nicht mehr so der Wahnsinn. Wahrscheinlich auch grundsätzlich um diese Jahreszeit. Viel mehr als Abgeleiter wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber jetzt schauen wir mal. Zumindest kann ich mal testen, wie das so funktioniert mit dem Schirmchen, mit der Ausrüstung, mit dem Gutzeug. Und wie endlich hier oben. Also, man sieht sich in Luft. Jetzt sind wir gestartet vor Schwengimatt. Mit Thermik müssen wir nicht mehr rechnen. Die Sonne steht brutal tief und auch schräg, irgendwie im falschen Winkel. Die Saison von Schwengimatt runter, ewig Sohren, ist wahrscheinlich durch Mitte, Ende September. Aber es ist recht schön. Mein Gurtzeug mit dem Alternativprotektor ist ein bisschen speziell. Jetzt sauft es da gerade noch vor der Kante. Aber da komme ich schon drüber. Das ist ein bisschen speziell zum draufhocken, aber es geht eigentlich. Ich hänge einfach ein bisschen fest hinten runter. Dann muss ich vielleicht noch etwas anderes einstellen. Leck, das lässt mich da gerade runter. Es tut doch ein bisschen so, als würde es steigen. Aber ich mache mir da nicht allzu viele Hoffnungen. Ein bisschen schön am Gelände nachfliegen. Schau jetzt sehen wir hier in die Klaus runter, wie schön. Noch ein bisschen Dynamik in die Sache. Sag mal, jetzt steige ich hier ja. Was ist jetzt da passiert? Ja, mehr als ein paar Meter bin ich dann gleich nicht raufgekommen. Aber schlussendlich konnte ich gleich genau das testen, was ich wollte. Ich bin mal mit dem ganzen Gewicht raufgelaufen, bin zu Leitness in dieser Spezialkonfiguration geflogen, ich bin den Explorer mal wieder geflogen und zu allem dazu war es noch verdammt schön. Nach der Landung kommen wir dann gerade noch zum Fazit und wie es jetzt weitergeht. So, dann kommen wir doch mal zum Fazit. Also das mit dem Protektor, wo ich da den Schaumstoff rausgenommen und stattdessen die vielen Sachen reingetan, das hat tiptop funktioniert. Ich habe ja gemerkt, das fühlt sich ein bisschen speziell an, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber eigentlich ziemlich bequem. Dann bin ich jetzt zum ersten Mal mit den Stöcken raufgelaufen. Das würde eigentlich sehr gut funktionieren, wenn man Kraft in den Armen hätte. Aber das ist gut, dann trainiere ich jetzt meine Arme und dann habe ich früher oder später den sättigen Oberarm und alle Frauen stehen auf mich. Nein, jetzt im Ernst, am Anfang hat es sich ein bisschen komisch angefühlt. So nach einer Viertelstunde ist es aber eigentlich schon ganz gut gegangen. Und irgendwann so in der Mitte habe ich mal probiert, ohne die Stöcke zu laufen und es hat sich plötzlich viel anstrengender angefühlt. Ja, von dem her das Gefühl, die Stöcke bringen schon feierlich viel, vor allem wenn man mit so viel Gewicht unterwegs ist. Und da kommen wir gerade zum nächsten Thema und das wäre das Gewicht. Und das ist ja schon noch so ein bisschen ein Problem. Einerseits ist mal die Zahl mit fast 20 Kilo ziemlich hoch und andererseits haben wir ja beim Auflaufen auch gemerkt, dass es tatsächlich ein Problem ist. Jetzt haben wir 3 Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Die erste Möglichkeit wäre massiv zu investieren, leichtes Gurtzeug, leichteren Schlafsack und so weiter. Das haben wir ja schon herausgefunden, dass es im Moment für mich keine Option ist. Die zweite Option wäre, auf das Filmen zu verzichten. Durch das würde ich gerade noch mal ein paar Kilo einsparen. Aber das ist für mich irgendwie auch keine Option, weil ich die ganze Sache dokumentieren und Videos daraus machen, ist für mich eigentlich ein wichtiger Bestandteil von dieser ganzen Geschichte. Und dann hätten wir noch die dritte Option, ich probiere es einfach mal so. Halt nicht allzu schnell rauflaufen, zwischendurch mal den Rucksack abstellen und mir einfach die Zeit nehmen, die ich brauche. Und dann werde ich dann schon sehen, ob das langfristig geht oder eben auch nicht. Wenn ich dann irgendwann einfach nicht mehr, dann muss ich die Übung dann halt abbrechen. So, und dann kommen wir jetzt mal noch zu meinem ganz konkreten Plan. Für die nächsten Tage sieht es jetzt gerade ziemlich gut aus im Wallis, Graubünden und Engadin. Jetzt habe ich mir überlegt, ich starte das Verbier
und schaue dann, dass ich irgendwie in Engadin schlussendlich auf Schule komme. Es ist jetzt Mittwoch, der 22. September um 9:30. Ich habe jetzt vor, die Aufnahme noch schnell fertig zu machen, dann auf den Zug zu gehen auf Verbier, im Zug das Video noch fertig schneiden und dann wird es jetzt losgehen. Ich bin ziemlich gespannt, ob das funktioniert. Ich habe ein paar Unsicherheitsfaktoren. Ich habe das Gewicht vom Rucksack, was das Problem könnte sein. Es könnte irgendetwas kaputt gehen, es könnte sein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe. Die Temperatur in der Nacht könnte noch ein Problem werden. Es könnte gegen 0 Grad werden, je nach Höhe, wo ich übernachten will. Wenn irgendetwas von dem wirklich fatal rauskommen sollte, dann muss ich die Übung abbrechen. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass es gut kommt und dass ich es bis ins Engadin schaffe. Aber schlussendlich ist es eben ein Versuch. Von dem her muss ich auch einfach abbrechen, wenn irgendetwas nicht gut ist. Ich werde auch einen Live-Tracker dabei haben. Ich tue den Link dazu in die Videobeschreibung. Wenn das Video rauskommt, bin ich wahrscheinlich bereits unterwegs. Von dem her könnt ihr einfach dort mal auf den Live-Tracking-Link klicken und schauen, wo ich gerade bin. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ihr werdet wahrscheinlich relativ bald von mir wieder ein Video sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis gleich und ciao zusammen.